Im Frühjahr 1930 verschwindet eine Prinzessin. Männer holen sie ab, gegen ihren Willen. Noch in derselben Nacht wird sie in eine psychiatrische Klinik gebracht. Ihr Name Prinzessin Alice von Battenberg, die Mutter von Prinz Philipp. Doch wie konnte es dazu kommen? Das ist die tragische Geschichte von Prinzessin Alice von Battenberg. Prinzessin Alice wird 1885 auf Schloss Windsor geboren, mitten im Herzen des britischen Königshauses. Sie ist eine Urenkelin von Königin Victoria. Ihr Vater ist Prinz Ludwig von Battenberg, ihre Mutter Prinzessin Victoria von Hessen-Darmstadt, eine Enkelin der britischen Königin. Und doch, schon früh bemerken ihre Eltern, dass mit Alice etwas nicht stimmt. Sie reagiert kaum auf Stimmen oder Geräusche. Schließlich wird klar, Alice ist gehörlos. Für ein Kind aus einem europäischen Fürstenhaus im 19. Jahrhundert eine enorme Herausforderung. Innerhalb der Familie fühlt sie sich oft isoliert. Viele unterschätzen sie. Doch Alice gibt nicht auf. Mit erstaunlicher Disziplin lernt sie sprechen. Und sie entwickelt eine Fähigkeit, die viele Menschen verblüfft. Sie liest von den Lippen. Im Jahr 1902 wird König Edward VII. Gekrönt. Auch Alice ist dort. Und bei diesen Feierlichkeiten begegnet sie einem Mann, der ihr Leben verändern wird. Prinz Andreas von Griechenland. Andreas ist der jüngste Sohn von König Georg I. von Griechenland und Königin Olga Konstantinowna Romanowa. Sein Großvater ist Christian IX. Von Dänemark, der berühmte Schwiegervater Europas. Andreas gilt als charmant, lebhaft und unterhaltsam. Alice ist sofort von ihm fasziniert und auch der junge Prinz fühlt sich zu ihr hingezogen. Zwischen den beiden entsteht schnell eine enge Verbindung. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1903 zieht Alice mit ihrem Mann nach Griechenland. Ihre neue Heimat wird Athen. Dort lebt das junge Paar im Palast der königlichen Familie. Langsam wächst Alice in ihre neue Rolle hinein, als Prinzessin und als Mutter. In den folgenden 10 Jahren bringt sie 4 Töchter zur Welt: Margarita, Theodora, Cecilia und Sophie. Alice wird in Griechenland bald zu einer bekannten und beliebten Persönlichkeit. Doch die politischen Spannungen im Land wachsen. 1912 bricht ein brutaler Krieg aus. Griechenland kämpft gegen seinen alten Rivalen, das Osmanische Reich. Während viele Angehörige der europäischen Fürstenhäuser in sicherer Entfernung bleiben, trifft Alice eine ungewöhnliche Entscheidung. Sie verlässt ihre Kinder und geht an die Front. Dort organisiert sie Krankenstationen für verwundete Soldaten. Sie hilft bei der Versorgung der Verletzten. Sie arbeitet selbst mit. Im Juni 1921 wird Alice' einziger Sohn geboren, Prinz Philipp. Er kommt im Landhaus der Familie auf der Insel Korfu zur Welt. Das Kind spürt nichts von den politischen Krisen, die seine Familie bereits umgeben. Philipp ist ein fröhliches Baby, er lacht viel und wirkt unbeschwert. Doch diese ruhige Zeit hält nicht lange an. Im Dezember 1922 spitzt sich die Lage dramatisch zu. Nach einer militärischen Niederlage gerät die griechische Monarchie ins Visier der Revolution. Prinz Andreas wird von der neuen Regierung zum Tode verurteilt. In letzter Minute wird die Hinrichtung aufgeschoben. Die Familie nutzt diese kurze Frist zur Flucht. Mit dem wenige Monate alten Prinz Philipp verlassen Alice und ihr Mann Griechenland. Das Baby schläft dabei in einem improvisierten Kinderbett, einer einfachen Orangenkiste. An Bord eines britischen Kriegsschiffes verlässt die Familie Griechenland. Für Alice beginnt ein Leben im Exil. Nach der Flucht aus Griechenland verliert die Familie fast alles: ihr Vermögen, ihre Stellung. Doch für den kleinen Prinz Philipp fühlt sich diese Zeit zunächst erstaunlich unbeschwert an. Er erinnert sich später an glückliche Tage am Meer,
Auch sein Vater, Prinz Andreas, wirkt oft gelöst, charmant und unterhaltsam. Doch hinter dieser Fassade wachsen die Spannungen. Die Familie lebt nun von der Unterstützung wohlhabender Verwandter. Für einen stolzen Mann wie Andreas ist das schwer zu ertragen. Auch für Alice wird das Leben im Exil zunehmend belastend. Gefangen in ihrer eigenen Stille beginnen sich düstere Gedanken in ihrem Kopf auszubreiten. 1928 trifft sie eine überraschende Entscheidung. Im Alter von 43 Jahren tritt sie zur griechisch-orthodoxen Kirche über. Alice beschäftigt sich intensiv mit spirituellen Fragen, mit Visionen, mit mystischen Erfahrungen. Schließlich beginnt sie zu erzählen, sie habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Familie ist zunehmend besorgt. In ihrer Verzweiflung wenden sich Alice Angehörige einer neuen Wissenschaft zu, der Psychiatrie. Im Februar 1930 wird Alice überredet, sich behandeln zu lassen und begibt sich in eine experimentelle psychiatrische Klinik bei Berlin. Das Sanatorium Schloss Tegel. Die Einrichtung wird von dem Arzt Dr. Ernst Simmel geleitet. Dort stellen die Ärzte eine schwere Diagnose: paranoide Schizophrenie. Alice berichtet, Stimmen zu hören, und sie glaubt, mit Christus und anderen religiösen Figuren verbunden zu sein. Der Fall erregt Aufmerksamkeit. 1930 besucht auch Sigmund Freud die Tegeler Klinik. Der Begründer der Psychoanalyse sieht sich den Fall von Prinzessin Alice persönlich an. Seine Empfehlungen sind umstritten. Freud und Simmel diskutieren sogar über hormonelle Eingriffe. Ob Alice über diese Maßnahmen vollständig informiert wurde, ist unklar. Auch gibt es keine Belege dafür, dass sich ihr Zustand dadurch verbessert hat. Kurze Zeit später verlässt Alice die Klinik wieder. Sie erklärt, sie sei gesund. Doch ihre Familie ist anderer Meinung. Viele Angehörige halten ihr Verhalten weiterhin für beunruhigend. Im Frühjahr 1930 kommt es zu einem dramatischen Ereignis. Am 2. Mai ist der 8-jährige Prinz Philipp gerade auf einem Ausflug. Da tauchen plötzlich Männer in weißen Kitteln auf. Ein Auto wartet vor dem Haus. Alice wird überrascht und gewaltsam abgeholt. Man gibt ihr ein starkes Beruhigungsmittel, versteckt in einer Orange. Noch in derselben Nacht wird sie außer Landes gebracht. Kurz nach Mitternacht überquert sie die Grenze in die Schweiz. Ihr Ziel ist die berühmte Heilanstalt Bellevue. Dort ist Prinzessin Alice nicht mehr nur eine Patientin, sie ist eine Gefangene. Das Sanatorium in der Schweiz gilt damals als eine der exklusivsten psychiatrischen Kliniken Europas. Hier werden vor allem Patienten aus den einflussreichsten Familien behandelt. Doch die Möglichkeiten der Medizin sind noch begrenzt. Wirksame Therapien gibt es kaum. Für Alice beginnen 2,5 Jahre der Isolation in Bellevue. Immer wieder betont sie, dass sie geistig gesund sei. Immer wieder fordert sie ihre Freilassung. Einmal unternimmt sie sogar einen Fluchtversuch. Während Alice im Sanatorium festgehalten wird, zerbricht ihr bisheriges Leben. Ihr Mann, Prinz Andreas, lebt inzwischen in Südfrankreich. Er führt dort ein völlig anderes Leben mit einer Geliebten und ohne Verantwortung für seine Familie. Und während Alice in der Klinik isoliert ist, geschieht noch etwas. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr heiraten ihre 4 Töchter deutsche Prinzen. Alice darf bei keiner dieser Hochzeiten anwesend sein. Für sie ist es eine besonders schmerzhafte Zeit. Am 23. September 1932 öffnen sich schließlich die Türen der Klinik. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren ist die Mutter von Prinz Philipp wieder frei. Doch bald erfährt Alice etwas, das sie tief erschüttert.
Die Entscheidung über ihre Einweisung war nicht nur von Ärzten getroffen worden, ihre eigene Mutter hatte eine entscheidende Rolle dabei gespielt. Als Alice das erkennt, ist sie außer sich vor Wut. Sie fühlt sich verraten. Nach ihrer Entlassung aus dem Sanatorium verschwindet Alice fast vollständig aus dem Blick ihrer Familie. 5 Jahre lang reist sie rastlos durch Deutschland. Sie lebt in einfachen Pensionen. Sie geht selten auf die Straße. Stundenlang sitzt sie bei schönem Wetter auf der Terrasse und schaut in den Himmel. 1937 erschüttert ein tragisches Ereignis die Familie. Alice' Tochter Cecilia kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, zusammen mit ihrem Mann und ihren 3 Kindern. Es ist eine Katastrophe. Zur Beerdigung reist Alice nach Deutschland. Zum ersten Mal seit 7 Jahren ist sie wieder mit ihrer Familie vereint. Der Tod ihrer Tochter erschüttert sie tief. Doch erscheint ihr auch ein neues Gefühl von Verantwortung zu geben, das Gefühl, wieder gebraucht zu werden. Im November 1938 kehrt Alice zum ersten Mal seit ihrem Exil nach Griechenland zurück. Alice möchte, dass Philipp Athen kennenlernt und vielleicht eines Tages eine Rolle in der griechischen Monarchie übernimmt. Doch andere sehen seine Zukunft anders. Der 17-jährige Philipp steht vor einer Entscheidung. Eine ungewisse Zukunft in Griechenland oder eine vielversprechende Karriere in der britischen Marine. 1940 verändert sich die Welt erneut. Adolf Hitler besetzt Griechenland. Alice bleibt in Athen, allein. Sie beginnt zu helfen. Sie arbeitet in einer Suppenküche für Bedürftige. Während der deutschen Besatzung lebt Alice unter sehr einfachen Bedingungen. Lebensmittel sind knapp, viele Menschen hungern, auch Alice selbst. Mitglieder ihrer Familie sorgen sich um sie. Immer wieder versuchen Verwandte aus dem Ausland, ihr zu helfen. Manchmal gelingt es ihnen sogar, kleine Lebensmittelpakete oder etwas Geld nach Athen zu schicken. Doch immer wieder gibt sie das, was sie erhält, an andere weiter. 1943 beginnen die deutschen Besatzungsbehörden in Griechenland mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung. Auch in Athen werden jüdische Familien zusammengetrieben und in Vernichtungslager verschleppt. Unter ihnen befindet sich auch eine bekannte Familie, die Cohens, alte Freunde des griechischen Königshauses. Als Prinzessin Alice von ihrer Notlage erfährt, steht sie vor einer schweren Entscheidung. Sie weiß, welches Risiko sie eingeht, und sie entscheidet sich, zu helfen. Mehr als 1 Jahr lang versteckt Alice die Familie Cohen. Die Flüchtlinge leben im obersten Stockwerk des Hauses. Entdeckt zu werden würde für sie den sicheren Tod bedeuten, und auch Alice selbst wäre in großer Gefahr. Eines Tages erscheint die Gestapo. Die Beamten wollen wissen, wer im Haus lebt. Prinzessin Alice bleibt ruhig. Sie antwortet nicht. Stattdessen erklärt sie, sie sei taub. Die Gestapo kann sie nicht verhören und die Familie im oberen Stockwerk bleibt unentdeckt. Alice zeigt in diesen Momenten außergewöhnlichen Mut. Ohne ihre Hilfe hätten die Cohens kaum überlebt. Für sie wird die Prinzessin zu einem stillen Schutzengel. Währenddessen entwickelt sich das Leben ihres Sohnes in eine ganz andere Richtung. Prinz Philipp dient inzwischen in der britischen Marine. Dort begegnet er einer jungen Frau, die seine Zukunft bestimmen wird, Prinzessin Elisabeth. Am 10. Juli 1947 wird ihre Verlobung bekannt gegeben. In Griechenland gründet sie ihren eigenen religiösen Orden, die Schwesternschaft von Martha und Mary. In Athen baut Alice ein kleines Kloster und ein Waisenhaus auf. Schon seit ihrer Zeit als Krankenschwester während der Balkankriege fühlt sie sich zu einem Leben im Dienst Gottes berufen. Mehr als 25 Jahre, nachdem man sie wegen ihrer religiösen Überzeugung in eine Klinik eingewiesen hatte,
findet Alice endlich ihren eigenen Weg. Um ihr Projekt zu finanzieren, verkauft sie sogar den letzten Teil ihres königlichen Schmucks. Für viele Angehörige der Familie bleibt ihr religiöser Eifer ein Rätsel. 1967 erschüttert ein neuer Militärputsch Griechenland. Die griechische Königsfamilie wird erneut aus Athen vertrieben. Auch Alice muss das Land verlassen. Sie zieht nach London, in ein kleines Zimmer im Buckingham Palace. Nach einem Leben voller Krisen, Kriege und familiärer Konflikte sind Mutter und Sohn endlich wieder vereint. Am 5. Dezember 1969 stirbt Prinzessin Alice. Kurz zuvor schreibt sie ihrem Sohn einen Abschiedsbrief. »Liebster Philipp, sei tapfer und denke daran, ich werde dich nie verlassen, ich bin immer bei dir, wenn du mich am meisten brauchst. In treue Liebe, deine alte Mama.« Doch ihr letzter Wunsch bleibt zunächst unerfüllt. Erst 20 Jahre später erfüllt Prinz Philipp das Versprechen an seine Mutter. 1988 wird ihr Sarg nach Jerusalem überführt. Dort wird Prinzessin Alice schließlich in der orthodoxen Kirche auf dem Ölberg beigesetzt. Das Leben von Prinzessin Alice war geprägt von Exil, Krankheit und Krieg. Heute erinnern sich viele Menschen vor allem an ihren Sohn, Prinz Philipp. Doch hinter ihm stand eine Frau mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Eine Prinzessin, die alles verlor und trotzdem ihren eigenen Weg fand.